Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Heute zu einer neuen Ausgabe hier hinten mit meiner French Cleat Wand und die ausziehbar ist. Ich habe hier schon ein Teil soweit fertig. Ich muss das ein bisschen drehen. So, das wackelt ein bisschen. Und zwar geht das hier darum, das ist ja eine French Cleat. Hier kann man ja die Sachen reinhängen und die ist ausziehbar. Kann man im ersten Teil, ich verlinke euch das mal hier oben sehen. Und hier hinter habe ich halt jede Menge Sachen, die ich dann einsortieren kann. Da habe ich genügend Platz für. Die anderen Teile hier haben noch keine Blende. Eigentlich wollte ich, wie hier in dem Teil, meine alte French Cleat weiter benutzen, habe aber das Problem, dass das von der Höhe aus nicht passt. Also diese lassen sich hier insgesamt, sind das 5 Teile, die lassen sich prima rein und rausfahren. Die habe ich jetzt alle fertig gemacht. Und für die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, ich wollte halt ganz einfach Holz sparen. Und statt ich mir jetzt hier eine ganze Blende drauf mache, habe ich alles Reststücke, deshalb sind die auch unterschiedlich breit, habe ich mir hier drauf gemacht, weil hier kommt ja noch eine ganze Blende drauf. Und als nächstes schneide ich mir jetzt aus Pressspan neue Platten für hier vor, für diese Keilleisten aufzubringen. Das hier ist diese alte French Cleat und zwar habe ich die auf der Rückseite verschraubt. Das heißt also hier und hier machen wir jetzt mal alle Schrauben einfach raus. Ich habe es gerade rumgedreht, also die Leisten sind jetzt hier drauf. Ich hatte vorher das Brett gestrichen, deshalb kleben diese ganzen Leisten mit dem Lack etwas fest. Das sind die French Cleat. Das ist natürlich dadurch vorher. Hier hinten habe ich eine Abzugsanlage und da habe ich hier ein Loch reingebohrt, um die Abzugsanlage durchzumachen. Das schneide ich jetzt noch gerade ab, aber die Keilleisten als solche sollten ja eigentlich bekannt sein. Als erstes bringe ich dieses Brett mal grob an, weil hier an der Seite muss es mit dem Rahmen abschließen. Da habe ich jetzt hier einfach mal provisorisch 2 Schrauben reingemacht. Die drehe ich mir jetzt mal hier rein. Ja, das ist gerade. Und damit habe ich jetzt erstmal einen Anschlag, um das Ganze hier rein und raus zu ziehen. Damit habe ich das Brett erstmal provisorisch befestigt. Jetzt ist ja hier meine alte French Cleat und eigentlich würde ich gerne diese Aufteilung der Keilleisten übernehmen. Und dafür ziehe ich mir jetzt hier einfach mal unten Striche rüber. Jetzt kann ich das wieder abschrauben. Hier liegt das Brett, das hier sind die Keilleisten. Und da mache ich mir jetzt überall ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Doppelseitiges Klebeband abziehen und dann einfach hier an der Linie aufkleben. Und zwar, weil ich das Ganze von der Rückseite verschrauben möchte. Ich möchte jetzt hier keine Schrauben drin haben. Dann zeichne ich mir hier mal einfach die Mitte der French Cleat Leisten an, damit ich weiß, wo ich bohren muss. Und dann schrauben wir einfach mal. Wie schon im ersten Teil gezeigt, schaut euch das Ganze gerne mal an. Da habe ich hier einen Griff dran gemacht. Und das sind eigentlich solche Buchenhölzer und Rundstäbe. Und da mache ich jetzt auch wieder, die schneide ich mir zurecht, bohre die an. Wie gesagt, hier in der Mitte ist der Griff drin, also das kommt dann hier so rein. Und das gibt den Griff. Und beim letzten Mal habe ich erst diese Platte angeschraubt, im ersten Teil, und dann den Griff angebracht. Und das hat nicht funktioniert, weil dann muss ich die ganze Platte wieder abnehmen. Und diesmal bin ich schlauer und mache erst den Griff dran und dann schrauben wir die Platte fest.
Der Griff soll jetzt hier so drauf. Das habe ich mir angezeichnet, wo da die Mitte ist. Da bohre ich jetzt mal Löcher durch. So, setze den Griff einigermaßen mittig und unten bündig an. Und bohre von hier unten drunter dann in das Holz rein. Da sind die beiden Löcher. Die müssen noch ein bisschen tiefer rein. Von unten Schrauben durch. So, und da greifen die auch schon in die Löcher rein. Und dann schrauben wir das von unten fest. Dann nehmen wir das Ganze hier hoch wieder, halten es kurz an, dass es einigermaßen oder schön hier an der Seite einen gleichmäßigen Abschluss hat. Schrauben das dann hier einmal kurz fest. Nochmal überprüfen. Ja, das ist schön gleichmäßig. So, und damit kann man das schon ganz vorsichtig provisorisch eigentlich am Griff rausziehen. Ist aber noch ein bisschen locker. Ich muss also jetzt von der Rückseite, bohre ich jetzt hier Schrauben rein. Direkt eine kleine Probe. Ja, und dann kann ich hier schön alles reinstellen. Zu und dicht ist das Ganze. Dieser Zwischenraum hier, da kommt was Spezielles, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt mache ich erst noch die anderen French Cleat Wände kurz da dran. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Jetzt fehlt nur noch die Sachen wieder anzuhängen, die ganze French Cleat Geschichte, das mache ich jetzt gleich. Ja, und auf den ersten Blick sieht das Ganze jetzt natürlich aus wie eine herkömmliche, schöne French Cleat. Wobei, ich habe jetzt richtig Platz, um meine Sachen hier tatsächlich einzuräumen. Und zwar hinter jedem einzelnen Schubkasten oder in jedem Schubkasten drin. Ich hatte erst Angst, dass mir, wenn ich das hier rausziehe, dass mir die French Cleat nach vorne rausfallen. Und deshalb hatte ich eigentlich auch schon eine Idee, wie ich die festmachen könnte. Die sollten eigentlich einhängen, aber das ist überhaupt nicht nötig. Da passiert überhaupt nichts. Das kann sich überhaupt nichts aushängen. Das Einzige, was mir schon mal passiert, ich habe hier den Höhenmesser, da gibt es auch das Video zu. Der steht jetzt halt hier lose in dieser Halterung drin. Und der steht nur, hier unten habe ich eine kleine Einkerbung reingemacht, das steht lose da drin. Das fällt immer raus. Und da man sowas am besten direkt macht, habe ich mir jetzt hier ein Holz zurechtgeschnitten, vorgebohrt. Das kommt jetzt einfach hier hin. So, und das ist dann eine Sperre. Wenn ich das brauche, nehme ich das hoch. Wenn ich es nicht brauche, da rein und das dann runter. Und dann kann das auch nicht mehr rausfallen. Einfach und genial. Hier drin habe ich ja jetzt diesen Zwischenraum in der French Cleat. Hinten drin ist das Absaugrohr der Absauganlage, der Staubabsauganlage. Und hier rein wollte ich jetzt eigentlich meine Zollstöcke zum Beispiel stapeln. Und dazu bauen wir jetzt hier einen Halter hinein, wo man das unten rausziehen kann. Es kommt noch mehr dazu, aber erstmal machen wir das hier und ich nehme euch jetzt mal mit an die Kreissäge, wo ich das Ganze schon vorbereitet habe. Das sind die Bretter und die schrauben wir jetzt ein bisschen zusammen. Ich möchte mir jetzt diese beiden Bretter hier winklig zusammenschrauben. Dafür mache ich mir hier das Brett hier fest mit Schraubzwingen, lege das da drauf, drücke das ein bisschen runter, bis es gerade ist. So, und damit habe ich genau 90 Grad Winkel und kann richtig schön festschrauben.
Nach dem Anschrauben der Ecke war ich sehr, sehr fleißig und habe jede Menge Sachen zurechtgeschnibbelt. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das Ergebnis so halbwegs aussieht. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen wild aus. Hier ist die Unterseite, also das heißt, das wird nachher so hingestellt. Kommt da rein. Und dazu habe ich dann unten und oben jeweils diese Bretter hingemacht. Hier im unteren Bereich sollten ja die Zollstöcke hin. Ich brauche aber nicht den ganzen Platz und habe mir hier einige Platten zurechtgeschnitten, dass ich hier auf diese Höhe komme. Und da kommen dann halt die Zollstöcke so drauf. Hier muss ich noch eine Ecke wegschneiden, dass ich das hier unten immer wieder rausziehen kann. Dann kommt hier ein Zwischenboden, dass das Ganze fest ist. Und dann habe ich ja, ich verlinke euch das mal hier oben, diese Unterlegteile gebaut. Und die sollen jetzt hier rein in eine Art Schublade. Dazu habe ich mir hier eine Dreiecksleiste geschnitten. Die kommt hier hin und die zweite Leiste kommt dann hier oben hin, so dass ich diese runden Teile hier, die kommen hier hin, dadurch kann das Ganze dann nicht rausrollen durch die Dreiecksleiste. Und so, hier hinter ist dann das Endstück. Wie gesagt, das soll ein Ausziehboden geben. Also das Teil hier kann man rausziehen. Hier habe ich dann einen weiteren Boden. Und hier unten sind diese 3 Bretter. Das gibt einen Deckel, der kommt dann davor. In den will ich hier ein Oval reinschneiden, damit ich hier immer sehen kann, wie viele Zollstöcke überhaupt da drin sind. Und hier unten mit dem Holz, da möchte ich, wie gesagt, es gibt ja hier so eine Blende, da möchte ich hier im unteren Bereich, wo keine Zollstöcke sind, Löcher reinbohren und da meine Bleistifte reinstecken, dass ich die halt jetzt, wenn die hier so ein Stück rausgucken, dass ich die hier vorne einfach rausziehen kann. Soweit der Plan. Ein Deckel für oben zuzumachen ist auch schon da. Aber jetzt muss ich halt, wie gesagt, hier die Ecke rausschneiden, um die Zollstöcke greifen zu können. Dazu setze ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen provisorisch zusammen. Hier kommt das Brett drauf, der Deckel. Und ich werde jetzt hier an der Ecke mit dem Zirkel einen 2,5 cm großen Radius einzeichnen. Das müsste die Ecke sein, die ich wegschneiden muss. Das mache ich jetzt gleich auch an der Bandsäge, dass man die Ecke einfach weg hat. Und die lege ich dann, wenn ich die ausgeschnitten habe, hier unten auf diese nächsten 2 Hölzer und schneide die ebenfalls aus. Oder zumindest eins, dass ich hier, dass der Zollstock vorsteht und ich den von beiden Seiten greifen kann. Da legen wir jetzt das Ausgeschnittene einfach mal drauf auf diese 3 Bretter und zeichnen das an. Allerdings werde ich wegen der Dicke nur 2 der Bretter durchschneiden. Das reicht für meine Finger. So, die 2 Bretter hier drauf. Ein bisschen ausrichten. So, Zollstöcke drauf. Seitenteil so und den Deckel mal provisorisch drauf. Und dann habe ich hier eine richtig schöne Ecke, um das hier rausziehen zu können. Jetzt kommt der Boden natürlich hier hin. Und dann ist allerdings hier dieser Boden etwas im Wege. Deshalb zeichne ich mir jetzt hier oben einmal an, wo der Boden zu Ende ist, wo die Rundung hinkommt. Und genauso verfahre ich hier unten. Und genau diese Ecke muss ich jetzt rausschneiden, mache ich auch wieder an der Bandsäge. Das ist jetzt der Boden, der kommt jetzt hier unten hin. Wenn wir den Deckel hier drauf machen, haben wir hier eine schöne Grifffläche durch die Halbrundung. Ich kann das hier ganz toll rausziehen. Jetzt muss ich natürlich noch hier vorne diese Blende zurechtschneiden. Und die muss ja auch genau hier innen drin angezeichnet werden.
Das muss bis dahin weg. Das schneiden wir dann auch wieder raus. Das ist jetzt hier das Brettchen, das kommt dann hier dran und hier ist genau diese Ecke, dass ich hier schön die Zollstöcke rausziehen kann. Jetzt möchte ich aber gerne sehen, wie viele Zollstöcke hier drin sind. Und deshalb werde ich mir jetzt hier mal die Mitte von der Seite aus anzeichnen. Und gleichzeitig muss ich ja hier oben wieder die Zollstöcke, die ich nicht gebraucht habe, wieder reinschieben. Das mache ich hier. Und da bohre ich jetzt ein Loch rein und mit der Stichsäge schneide ich dann das Loch daraus. Jetzt hätte ich ja gerne hier drinnen noch ein Sichtfenster, um wie gesagt zu sehen, wie viele Zollstöcke da drin sind. Das habe ich mir jetzt hier auf der Rückseite angezeichnet und ich mache das 20 mm breit. Dafür habe ich mir einen 20 mm Forstner Bohrer eingespannt, damit ich oben und unten schöne runde Löcher bekomme. Ich denke, das sieht eigentlich ganz nett aus. Das Teil soll jetzt hier einfach davor. Dadurch kann ich jetzt hier sehen, wie viele Zollstöcke noch da drin sind. Und wenn ich einen nicht mehr brauche, schiebe ich den einfach hier hin. Der fällt runter und ich kann ihn hier unten einfach wieder rausziehen. Sofern natürlich das Ganze festgeschraubt und fest verleimt ist, dann passiert sowas hier wie mit dem Umfallen natürlich nicht mehr. Nun möchte ich diese 3 Bretter hier drauf leimen, das untere Holz und das Seitenteil mal da drauf leimen. Und damit fangen wir jetzt erst eigentlich mal kurz an. Und das müssen wir jetzt natürlich trocknen lassen. Bauen wir mal diese Kiste als nächstes. Als erstes mache ich mal ein bisschen Leim hier drauf und setze direkt von hier unten Schrauben da rein. Und hier an dem Dach genauso. Das war jetzt der Boden und das hier gibt jetzt das Dach. Da machen wir das genauso. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann habe ich mir hier Dreiecksleisten geschnitten. Die kommen jetzt hier unten hin. Und zwar sind die für diese Bench Cookies, dass die nicht da rausrollen können. Das ist eins von diesen Bench Cookies, die kommen dann später hier rein und ich kann die einfach hier von der Seite aus nach beiden Seiten rausnehmen. Durch diese Dreiecksleisten können die weder rechts noch, weder rechts noch links wegrollen. So sieht der Kasten jetzt grob erstmal aus. Ich lege den mal hier hin und zwar, weil hier unten ja eine Kante ist. Und hier oben kommt ja auch noch der Deckel drauf und da muss das Ganze ja hier gleichmäßig abschließen. Und damit das passt, klebe ich das hier direkt an Ort und Stelle. Mit ein bisschen Leim mache ich das hier fest. Lege das hier rein und mache jetzt hier das Brett schön davor. Klemme das hier mit einer Schraubzwinge fest. Und auf der Seite genauso. Und lasse das Ganze jetzt schön trocknen. Um eine zusätzliche Stabilität zu erreichen, habe ich hier noch auch so kleine Dreiecksleisten. Die setze ich jeweils im oberen Teil in die Ecken rein. Ob das wirklich nötig ist, weiß ich nicht, aber ich denke als zusätzliche Stabilität, und ich hatte diese Ecken übrig, kleben wir sie mal rein. Dann hat das auf jeden Fall in diese Richtung zusätzliche Stabilität. In der Zeit, wo das Ganze hier getrocknet ist, ich habe gerade die Schraubzwingen wieder abgemacht, habe ich hier bei diesem Kasten hier vorne
einen Griff in der Art, wie ich sie oben an der French Cleat habe, dran gemacht. Das kommt jetzt hier so dazwischen. Das ist der nächste Zwischenboden. Und das soll ja hier rausgezogen werden können. Und damit das nicht schleift, klemme ich hier einfach ein Stück Pappe zwischen. Ich mache das jetzt mit Leim und verschraube das Ganze. Jetzt machen wir schön den Deckel hier drauf, allerdings mit ein bisschen Leim. Das, was noch fehlt, ist der Deckel für die Zollstöcke und das schrauben wir hier dran. Das schraube ich auch nur. Ich hätte es eigentlich lieber gerne ohne Schrauben gehabt hier vorne, aber ich weiß ja nie, ob ich da irgendwann mal wieder dran muss. Dann setzen wir das Ganze mal hier oben rein. Ja, das passt schön. Das hier ist ja der Kasten für diese Benchdogs. Das kommt hier rein. So, und lässt sich dann prima raus und reinschieben. Hier kommen die Zollstöcke rein. Die Benchdogs, die kann man hier entweder komplett rausnehmen und mitnehmen oder halt ein Stück rauslassen und sich hier immer einzelne rausnehmen. Das, was ich fast noch vergessen hätte, ich benutze diese Minenbleistifte und die haben hier oben diesen Clip dran. Deshalb möchte ich gerne als erstes hier bis in diese Tiefe, wo der Clip zu Ende ist, da bohre ich mit einem 12er Bohrer, dann passt nämlich auch dieses Teil hier oben mit rein. Und alles andere, das Tiefere, muss ich mit einem 10er Bohrer bohren. Ich habe mir das hier angezeichnet und legen wir mal einfach los. So, wenn das so steht, kann man hier nachher einfach den Kugelschreiber rausholen, wieder reintun, Ende. Gut ist. Und so bohre ich mir jetzt hier einige Löcher rein und mache dann anschließend hier noch mit einem Fräser die Ecken schön rund. Dann machen wir direkt mal einen Test. So hat man ein schönes, buntes Bild. Wenn man den braucht, nimmt man sich einfach einen heraus und steckt ihn wieder rein. Eine genaue Idee, was ich hier oben mit dem Fach noch mache, habe ich im Moment nicht. Aber ich habe hier meine Kiste mit den Fräsen. Die stelle ich jetzt erstmal da rein. Aber da fällt mir auch noch bestimmt irgendwas Lustiges ein, für das Ganze da unterzubringen. Ja, ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt soweit fertig habe. Froh und glücklich kann man ruhig sagen, aber jetzt beginnt ja eigentlich erst die richtige Arbeit. Die ganzen Sachen müssen ja jetzt hier in die einzelnen Schubfächer einsortiert werden. Ich habe im Moment noch keinerlei Ahnung, was ich wo reintun werde. Aber ich denke, da wird sich schon was finden. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sage Tschüss, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.